Es ist noch gar nicht so furchtbar lange her, dass ich diesen Schrott hier mir ansehen durfte. Predators DNA Fusion. War tatsächlich mein allererstes Video. Ich blende es oben gerne nochmal ein. Und Simba hat offenbar gedacht, was einmal funktioniert, das funktioniert auch nochmal. Die Kiddos sind ja doof genug heutzutage. Und deswegen Predasaurus. Insect Invasion. Oh Gott. Was haben wir diesmal? Dinosaurier, ist ja klar, das funktioniert ja immer. Und statt Menschen-DNA mixt man sie jetzt mit Insekten-DNA und kriegt raus Zähne, die im Dunkeln leuchten. Schon wieder? Die passen schon wieder kaum ins Maul. Prima. Aber Waffen in coolen Metallfarben sind doch abgefallen. Schöne Sache. Und noch was. Diesmal ist auch ein Helm dabei. Großartig. Insgesamt gibt es mal wieder 24 Stück. Predasaurus und Insectosaurus. Der Witz dabei ist, sie sehen beide relativ gleich aus. Ich sehe kaum einen Unterschied, außer dass vielleicht der eine mal einen Skorpionschwanz hat oder so. Aber irgendwie scheint die DNA-Fusion nicht so richtig geglückt zu sein. Es gibt allerdings einen neuen Anführer, immerhin. Vultarex ist jetzt der mächtigste aller Predasaurus. Ich glaube, es war vorher ein anderer. Aber die hießen ja vorher auch gar nicht Predasaurus, sondern nur Predators. Toll. Dieser Blindback enthält also eine Figur, den besagten Helm, gleich 2 Waffen, weil eine nicht genug war. Wir erinnern uns, sie passten nicht in die Hand. Es wird wahrscheinlich nicht besser werden, wenn sie 2 reinlegen, die nicht in die Hand passen. Ein Leaflet und die obligatorische Sammelkarte, die wahrscheinlich so zerknickt ist, dass man sie kaum gebrauchen kann. Feine Sache, Simba. Ganz toll. Wollen wir mal reinschauen. Hat er nicht einen Öffner? Er hat einen Öffner. Sammelleaflet, prima. Was habe ich gesagt? Die Sammelkarte ist so zerknickt, dass man nichts damit anfangen kann. Wunderbar. Wir haben einen Kuruma. Wie sieht ein Kuruma aus? Wow. Was sagte ich mit den Zähnen, die nicht ins Maul passen? Das wird eng. Wirklich, das wird eng. Ansonsten kommt mir das so vor, als ob die Qualität ein ganz bisschen besser ist als vorher. Sie sind sogar bemalt. Anders als vorher. Könnte man sogar behaupten, es sieht nach irgendwas aus. Irgendwo sind noch bestimmt noch Waffen. Ja. Und ein Helm. Wow. Dieser Helm sieht ja fantastisch aus. Mal drauf. Wie geht denn der drauf? Das macht doch keinen Sinn. So? Was? So vielleicht? Also, oh ja, das ist es. Boah. Gott nun. Ich wüsste zwar jetzt noch nicht, was man damit anfangen soll, aber bitteschön. Hier haben wir eine höchst prähistorische Keule, die wieder über den üblichen Nippel in die Hand gedrückt wird und die wahrscheinlich sofort... Nö, diesmal fällt sie gar nicht sofort raus. Okay, er sieht sehr kriegerisch aus damit. Und, was ist das? Okay. Keine Ahnung, irgendeine Doppelklinge. Aber er hat keine weitere Befestigungsmöglichkeit. Oh! Auf den Schwanz soll man die setzen. Jetzt verstehe ich. Mal gucken. Jo. Eine Schwanzwaffe. Und so sieht er dann aus. Und grinst doof. Oder grölt doof oder so. Und greift mit seinem Knüppel an. Ich weiß nicht. Egal was es ist, es sieht irgendwie immer ein wenig wunderlich aus, was sie produzieren. Schauen. Ja. Oh ja, Vultarex, seltener Predasaur. Na, wie schön. Ja, den haben wir aber nicht, sondern wir haben... Wie war denn das jetzt ganz richtig? Kuruma, na, den Namen kann sich auch wirklich keiner merken, ja? Kuruma ist ein Predasaur und kein Insectosaur. Wie schön. Und naja, er sieht etwa so aus wie auf dem Foto. Wie schön. Es ist eine alte Tradition aller Krieger, sich vor einer Schlacht auszurüsten. Ja, das hätte ich mir auch nicht anders denken können. Leider sehen die Waffen bei weitem nicht so gut aus wie hier. Von Vergoldung keine Spur. Sieht eher sehr nach Kupfer aus. Vielleicht etwas prähistorischer, keine Ahnung. Die mächtigsten Waffensets sind den Stammesführern als Zeichen ihres Ranges vorbehalten. Ja, das ist meistens so. Stammeskristalle. Sammle alle 25 Kriege. Ach ja, klar. Nicht 24, es sind 25. Vultarex ist ja auch noch da. Den kann man leicht vergessen.
Stammesabdruck. Achte auf die einzigartigen Stammesabdrücke, die von jedem Krieger hinterlassen werden und bereite dich so auf die Gefahren der Insel vor. Welcher Insel? Welche Stammesabdrücke? Oh, die haben tatsächlich unter den Sohlen einzigartige Stammesabdrücke. Ich weiß nicht, was es sein soll, aber ja, ein C. Wie? Das hier. Kreta, Zeus oder was auch immer. Schöne Sache. Gut. Und hier haben wir viele, viele, viele Worte, die wieder die ganze Hintergrundgeschichte erzählen. Ist ja schön. Ein Sammelkartenspiel gibt es auch, das werde ich mir jetzt nicht näher antun. Und es ist natürlich immer noch DNA Fusion, weil, ja, was auch sonst. Lustigerweise, ich habe noch einen. Da ist er. Das ist ein Insectosaur. Sieht viel besser aus als der, oder? Ich meine, er sieht wütend aus. Er sieht irgendwie etwas gelungener aus. Aber das Beste daran ist, ich habe einen direkten Vergleich zu den alten. Und das ist einer von den alten. Ich würde sagen, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, oder? Die alten sehen richtig dilettantisch produziert aus. Also richtig, richtig dilettantisch mit diesen Gummizähnen. Hier hat man sogar einzeln, ja, schattierte Zähne. Das ist ordentlich. Und die Waffen passen mal in die Hand, so, zumindest so halbwegs. Es sieht alles etwas professioneller aus. Das ist ja immerhin etwas, ein Fortschritt, geradezu. Trotzdem, ich habe keine Ahnung, was man damit machen soll. Außer sinnlose Kampfvideos zu drehen, wie ich das letzte Mal gemacht habe, das werde ich diesmal wohl nicht tun, oder? Naja. Was soll man hierzu noch sagen? Außer vielleicht, dass ich von Simba erwarte, dass das nächste Predator Fusion Insect Dinosaurier ist? Vielleicht. Irgendwie sowas. Irgendwas werden sie sich sicherlich ausdenken und sicherlich auch noch eine tolle Backstory hinzu. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich glaube, ich habe noch was vergessen. Wo fühlen sich die Viecher wohl am wohlsten? Hä? Natürlich, in der Box. Ab dafür. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.